ganz herzlich begrüßen. Danke, dass so zahlreich gekommen sind, aber wir passen gerade noch in den Saal. Mein Name ist Sabine Schiffer. Ich habe die Ehre, Sie heute Abend durch den Abend zu führen. Ich leite das Institut für Medienverantwortung. Da liegen einige Flyer hinten aus, wer sich darüber informieren möchte. Wir haben die Ehre, Ray McGovern grüßen zu dürfen, der aus den Vereinigten Staaten hier ist. Und bevor ich Ray genauer vorstelle, möchte ich mich bei all denen bedanken, die diesen Abend hier möglich gemacht haben. Allen voran der Sprechsaal Berlin. Dann auch Antikrieg TV, das Auszeichnen. Und das Koop Antikriegscafé. Und im Hintergrund ganz fleißig organisiert hat Annie Michon. Danke auch an Anne Roberts, die hier heute Abend die zusammenfassende Übersetzung übernehmen wird, sodass wir alle hier daran teilnehmen können. Ja, Ray McGovern war jahrelang, jahrzehntelang CIA-Analyst, speziell für Russland, und hat das Daily Briefing, die tägliche Information für die Präsidenten Ronald Reagan und George Bush Senior gemacht, war also sozusagen Mitte im Auge des Zyklons und wird uns heute, nachdem er zu Beginn oder vor dem Irak-Krieg bereits 2003 auf die unglückliche Rolle der Geheimdienste hingewiesen hat, und seitdem ein sehr kritischer Begleiter der ganzen weiteren politischen Entwicklung unterwegs ist, wird er uns heute erst eine Analyse liefern, die eben netterweise Edwin etwas übertragen wird, und danach wollen wir dann zusammen ins Gespräch kommen. Nochmal herzlich willkommen, Ray. Vielen Dank. Vielen Dank. I have to say that it's been very refreshing. I've been here for a couple of hours, eating and drinking and preparing my remarks and reading. And it's quite amazing the kinds of things that I read here. I see a magazine that does not have Putin with blood on his hands, but rather has Russland unter Druck. That's what the story is, folks. But you never see that in the magazine in the States. And I don't see many magazines like this around here either. So my compliments. And I read one of the main articles here, and it doesn't start with the grab of Crimea, does it? It starts with the coup, in the US-led coup in Kiev on the 22nd of February. That's the most recent story, okay? Now, I guess I have to say that in my experience with Russian and trying to come out of the shadows here and to speak some truth to power, when everybody is saying Putin, Putin, bad, 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 Putin, no shirt on, sometimes rides horse with no shirt on, bad, 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 Putin, it's been a challenge. And it's going to be a challenge to be a Dolmetscher tonight as well. Well, Ray just said, looking at in Deutsch natürlich, dass es erfrischend ist, die Presselandschaft anzuschauen. Das ist so ein Titel, wie er eben gezeigt hat, Russland unter Druck, dass es eben in den USA gar nicht so ein Cover denkbar wäre und hier auch nur spärlich gesehen. Die Frage ist, wie betrachten wir eben diese Geschichte, dass er eben auch noch ein bisschen andere Perspektiven reinbringen will über den bösen Putin, der manchmal sogar kein Hemd anhat, darüber hinaus eben noch ein paar Geschichten zu erzählen müssen. Und dass man da eben auch den Blick auf die Medien ein bisschen anders betrachten kann. Just to give you an example of how bad it is,
The New York Times was shocked that some of the songs being sung were reminiscent of World War II. The Russian folks that were celebrating the incorporation of the Crimea. And as a matter of fact, one has to do with Katyusha, which in our land always means those rockets, you know, so Katyushas. But in reality, the song is a love song about a young woman who's pining for her partner on the front. And so here I am with Sophie Shevardnadze, who's the granddaughter of Edward Shevardnadze, the very enlightened foreign minister of the Soviet Union and Russia under Gorbachev. And she's saying, yeah, what about that, Katyusha? And so I said, well, you know, it's really a love song. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы дождем. Maybe we ought to spare the folks. Hat sich zum Beispiel darüber aufgeregt, dass viele der Lieder, die eben in diesem Umkreis gesungen wurden, an den Zweiten Weltkrieg eben zu erinnern scheinen. Unter anderem wurde aber da auch Katyusha, was wir eben wieder gehört haben, ganz bekannte russische Volksweise, wo es ja eigentlich um Liebe geht. Eben da auch in diesem Zusammenhang gesagt, dass du mit der Enkelin von Edward Shevardnadze gesprochen hast, Sophie Shevardnadze, sagt er. Sophie. Und sie hat eben gesagt, das geht um Katyusha, das ist was anderes. Also das ist kein Propagandalied. Keine Waffe. Oder genau, erinnert mich an Raketen. Sophie Shevardnadze did not allow me to sing as many verses as I thought. So, I don't know if you want to translate that I was not allowed to sing so many songs, so many verses. So wie sagt, dass alle Strophen gesungen wurden von Katyusha. Okay, now, since I see so many people who have Russian out here, and since I was going to do it anyway, what we seem to forget these days is the human dimension to all this. There are very few people around in policy-making circles who have any personal experience with human suffering, with innocent human suffering. That's one thing Russians have, Germans have, Americans, not so much. Now, there's a universal truth about all this that is captured by the Russian poet Skarabli, the poet of Russian pain or grief. Nekrasov was his name. He was alive around the time of Dostoevsky. He wrote a poem, the title of which was Vнимание ужасом войны. Anyone know it? Okay. Well, it's very short. You do know it. Good, good. Well, let me recite it. You can correct my pronunciation. But I think it would set a sober tone here. We will not be completely gloomy, but I think it sets a necessary tone. Vнимание ужасом войны, in English it means paying attention to the horrors of war. Aufmerksamkeit für die Schrecken des Krieges. Внимание ужасом войны при каждой новой жертве боя. Мне жаль не друга, не жены, мне жаль не самого героя.
Okay, paying attention to the horrors of war, and every new victim of the battle, I feel sorry. I don't feel sorry for the fallen's friend or even his wife. Mit jedem neuen Opfer habe ich kein Mitleid mit der Familie des Gefallenen. Мне жаль не самого героя. Увы, его тещица, жена и друга лучший друг забудет. Но где-то есть душа одна. Она до гроба помнит будет. Okay. I don't feel sorry for the friend or the wife. I don't even feel sorry for the hero himself. Увы, wives will forget. Wives will be consoled, and best friends will forget their best friends, but somewhere there is a pure soul who will never forget. Ich habe nicht mal mit den Freunden Mitleid oder Mitgefühl. Die Frauen vergessen oder sie werden getröstet. Die besten Freunde kommen darüber hinweg. Aber es ist eine reine Seele, um die ich mir Gedanken mache. Но есть душа одна, она до гроба помнить будет. Warte. Ich habe eine Seele und diese Seele bis zum Tod wird erinnern. То слезы бедных матерей, им не забыть своих детей, погибших в кровавой небе. Und ich werde nicht vergessen die Tränen aller Mütter, die ihre Kinder verloren im Krieg. Как не поднять плохую шею своих поникнувших ветвей. Genauso wie Weide ihre Äste nicht hochheben kann. Das ist also getragen kann. Also die Last ist, man muss so verstehen, die Last ist so groß, die Schrecken ist so groß, dass man dieses Schrecken und diese Last durch das ganze Leben mitträgt. Sehr gut gesagt, хорошо сказано, большое спасибо, vielen Dank. So this is just to kind of remind me more than you of the human dimension here. I mean, mothers' sons, fathers' sons too, of course, are being killed in Ukraine, about 3,000 of them now dead. And to speak of Gaza, whereas many have been killed by the Israeli forces. So people are suffering, innocent suffering, and you know, someone like Vladimir Putin has an insight into that I have to tell you, Barack Obama does not. Well, how did Putin grow up? Where did he grow up? Where? Where did he grow up? Leningrad, in Leningrad, right? Now, when he was growing up, what was going on there? It was besieged for 900 days, folks. They couldn't get it. They were eating the cats and the dogs. He lived through that. Or at least he knew about it, you know? So when something is besieged, like Donetsk or Slavyansk or Lvov, he knows about that. Also der Sinn von dem Gedicht eben, was ein sehr melancholisches russisches Gedicht ist für Ray uns, aber auch sich selbst an eben die menschliche Dimension zu erinnern,
ja, das Menschliche eben an dem Konflikt und deswegen die Frage Putin, tatsächlich kann er das besser beurteilen, daher die Frage, wo kam er her, Putin, wo ist er aufgewachsen? Antwort, in Leningrad, und er hat gesagt, diese Stadt, die war belagert für 900 Tage, die haben Hunde und Katzen gefressen, der hat das durchgemacht oder zumindest gewusst und hat eine Vorstellung davon, von vielleicht Abläufen, die Obama nicht in der Form hat, wenn ich den Kontext. He grew up with many stories about this. So I just want to, it's very rare, you know, it's easy to give a lecture, it's easy to give something academic, but I think we need to remember about innocent suffering, and we need to know that some people know about it and some people don't, okay? Now, what I'd like to do is just to talk a little bit about how the NATO and the Ukraine thing evolved, because it's necessary background for people to understand why it is that the seeds of this conflict go way back before the fall of the Berlin Wall, but let's start there for just a few sentences. Wieder das Thema, was vielleicht in so globaler Weltpolitik aus den Augen gerät, eben der Faktor des Leidens von unschuldigen Menschen und tatsächlich der Frage, wer weiß davon und wer weiß nicht davon. Und das ist vielleicht das Entscheidende. Und trotzdem möchte Ray jetzt noch einen kleinen Schritt zurücktreten, so einen historischen kleinen Abriss über vor allem die NATO-Vergangenheit und damit auch zeigen, dass dieser Konflikt eben seine Wurzeln noch weit früher hat, als wir das jetzt gemeinhin mitdenken und sogar noch bis vor Mauerfall noch weit in die Vergangenheit zurückreicht, also ein kleiner historischer Überblick. As some of you doubtless know, when the Berlin Wall fell in November of 1989, now I want you to take this seriously because it's going to sound sort of naive. There was a real chance for lasting peace in Europe. I mean, George H.W. Bush, 6 months before in Mainz, had made a big speech talking about a Europe that was complete, you know, a Europe that was whole and free from Lisbon, Portugal to the Urals. Now, 6 months before the Berlin Wall fell, it was hard to believe that, you know, that sounded very much like rhetoric. But when the wall fell, it became possible, folks. And what George H.W. Bush, and I have to sort of, you know, full confession here, he's a friend of mine, okay? I briefed him every other morning. I served him when he was head of the CIA. He had the foresight to say to Gorbachev, whom he called up immediately, I'm not going to dance on the Berlin Wall. Ja, vielleicht ist es eine naive Sichtweise. Ich möchte trotzdem betonen, dass es durchaus ernst gemeint ist. Als die Mauer gefallen ist, gab es tatsächlich eine wirkliche Chance für dauerhaften, nachhaltigen Frieden eben in Europa. Das hört sich vielleicht so ein bisschen schön geistig an, aber wenn man an George Bush Senior denkt, der zu der Zeit auch eine große Rede gehalten hat in Mainz, wo es darum ging, dass eben Europa von Lissabon bis ins Ural wirklich so ein freier Kontinent ist. Tatsächlich war es so, mit dem Mauerfall war das möglich und das ist eben für ihn keine naive Sichtweise, spricht auch über Bush Senior als Vertrauten, hat ihn beraten alle 2 Tage und auch Bush war ja auch CIA-Chef eine ganze Zeit lang. Ja. Also, what happened in a nutshell was that Bush asked Gorbachev to come to Malta to a summit. The Berlin Wall fell, I think, the night of the 9th of November, 10th. We're talking 1989. So the first week of December, just 3 weeks later, they met in Malta, and Bush repeated his pledge not to take advantage of Russian troubles there, but push for a new world. And Gorbachev was very much
online with this. Ja, es geht um das Treffen zwischen Bush Senior und Gorbatschow damals, sogar 2 Wochen unmittelbar nach dem Mauerfall, 9. November. Also noch kurze Zeit darauf, eben in Malta, wo es wirklich darum ging, wo Bush sich hat eben festlegen lassen, don't take advantage, also macht euch nicht die Sorgen Russlands, beutet die nicht aus, sozusagen. Beutet nicht die Gefahren und die Sorgen der russischen Nation aus. Wir wollen sozusagen ein neues Spiel. Gut. Yeah, so Bush said, look, I'll send my Secretary of State, James Baker, to Moscow. How soon? We need to move on this here. How soon can you accept him, receive him, Mikhail? And Gorbachev said, how about 2 months? And so Baker went to Moscow first part of February 1990 and worked out a deal. James Baker, amerikanischer Außenminister, wurde dann 2 Monate nach diesem Treffen eben nach Moskau geschickt, was vorher eben abgesprochen wurde. Das heißt, noch im Februar 1990 nach Moskau gesandt für ein 2-monatiges, also durchaus ein länger anhaltendes Arbeitstreffen. Now, the rest of the story is deliberately obscured by Western media, or just not mentioned. But I know it personally because a very good friend of mine named Jack Matlock, who was the US ambassador to the Soviet Union at the time, and then later, of course, to Russia, told me what happened. He was in Malta, and he's with James Baker in Moscow. Also die restliche Geschichte von James Bakers Aufenthalt in Moskau ist so ein bisschen untergegangen in den Medien, ist eine unerzählte Geschichte praktisch. Ray sagt, er weiß allerdings, was passiert ist, eben durch diesen Austausch mit Jack Matlock, dem damaligen US-Botschafter in der Sowjetunion, und später natürlich Russland. Das ist eben die Geschichte von Matlock, wie er mit James Baker in Moskau interagierte. So, what Jack told me was this, that the way Baker presented the problem was, look, we want a reunited Germany. That's our quid, okay? That's the quid that we need. And the pro quo is this. Mikhail Gorbachev, how would it be if NATO, if we promised, we the United States and Genscher, we have that in the records, the written Auswärtige records, okay. How would it be if we didn't move 1 inch, that about an inch? Yeah, 1 inch leapfrogging over Germany and create NATO countries there? How would that be? Gorbachev said, well, let me think about that. I'll be back to you tomorrow. Also Ray erzählt es in Form von einem Deal, also quid pro quo, was haben die beiden Seiten eingesetzt? Das Quid auf der einen Seite sagten, wir wollen ein wiedervereinigtes Deutschland, das war sozusagen das Unterpfand. Auf der anderen Seite, also pro quo, wenn wir uns an Genscher vor der Botschaft erinnern und diese Bilder, wie wäre es, so gibt es Ray wieder, wie wäre es, war der Vorschlag der Amerikaner, wenn wir NATO keinen Zentimeter weiter nach Osten rücken. Wenn wir einfach die NATO bis hierhin halten und nicht eben nach Osten ausdehnen. Das würden wir nicht übertreiben. Es war nicht 1 Zentimeter, es war ein bisschen länger, ein Inch. Okay. Das Gleiche, nicht? So, now, some of you are almost as old as I am. Maybe you have a different perspective on this, but certainly when Baker said there has to be a reunified Germany, the hairs on the back of Gorbachev and Shevardnadze's neck must have gone up tall, given what they had been through. And frankly, I have to say that I
I had always become very comfortable with a divided Germany. I didn't know if I wanted to reunite Germany either, you know, with all due respect. So I can imagine how it must have been for these two gentlemen from a country that lost 25 million people in World War II. Vielleicht wirkt es aus heutiger Sicht erst recht für die jüngere Generation gar nicht mehr so nachvollziehbar, aber ich glaube, wir haben uns vielleicht auch bequem eingerichtet in einem geteilten Deutschland. Also ganz ehrlich, für mich war vielleicht auch die Vorstellung unheimlich, das, was eben Baker an Botschaften Shevardnadze herangetragen hat. Die Idee, natürlich haben sich vielleicht da denen auch die Nackenhaare aufgestellt und das muss man nachempfinden können, eben aus dieser Zeit heraus. Wir hatten uns das auch eben bequem gemacht mit einem geteilten Deutschland. So, does anyone know how many Soviet divisions there were in East Germany at the time? Would you believe 24? Would you believe that translates to about 360,000 highly mechanized, expertly trained troops? Would you believe that some people may have been thinking about Hungary in 56 and Czechoslovakia in 68? Es geht um die russischen Truppen im ehemaligen in der ehemaligen DDR. Wenn wir 24 Einheiten Divisionen umrechnen, was heißt das dann schlussendlich? Das heißt 360.000 stationierte Truppen und vielleicht haben sich da eben doch Leute an Ungarn in den 50ern erinnert oder an die Prager, ja, the Czech, Prager Frühling in den 60ern, das sind einfach die Zahlen. So, the upshot of this was, and Jack Matlock confided this to me, he's not a very, he doesn't clap himself on the back very much, but he said, you know, I could tell that the deal as presented by Baker, not 1 inch, reunited Germany, pulling out 24 Soviet divisions, Gorbachev was going to buy it. He was going to buy the deal. Das hat eben Jack Matlock, der Botschafter, dann Ray später anvertraut. Er hat gesagt, ja, schauen wir mal diesen Deal, eben dieses, wir bewegen uns kein Inch weiter, eben im Gegenzug für ein wiedervereinigtes Deutschland und eben im selben Deal den Abzug dieser 24 russischen Divisionen noch mit abgeklärt. Die Einschätzung von Matlock war, Gorbatschow wird darauf eingehen. And the next day, Gorbachev came back and proved Matlock correct. He said, yeah, you've got a deal. Let me fast forward because we want to cover a little bit more territory. Bill Clinton, to his discredit, reneged on the deal. We have a slang word for reneged, it's welched. He welched on the deal. I found it highly ironic that the summit this week was in Wales with all those Welsh people. Excuse me, how many dollars get Gorbachev for this deal? Didn't hear that. Perhaps you translate, vielleicht übersetzt er. The question is how many dollars? Nein, seins, was er gesagt hat, haben ja viele noch nicht gehört. Die Frage habe ich nicht vergessen. Also, das eigentlich ist Welsh, ja, getürkt, sagt man auf Deutsch. Also tatsächlich war es so, dass Gorbatschow den nächsten Tag den Deal eingegangen ist und Clinton hat also das wieder quasi zurückgenommen oder hat diesen Deal so verändert, dass Ray sagte, komisch, dass gerade der NATO-Gipfel in Wales war, denn das hat ihn eben an diesen Begriff Welsh erinnert, wie, ja, getürkt. And the question was, the question is, has Gorbachev got for the for accepting. Das weiß ich leider nicht. Aber let me continue here with
we want to fast forward. Bill Clinton started it, but before you knew it, in about 8 or 9 years, there were 12 new NATO members, all more than 1 centimeter or 1 inch east of Germany, okay? Ja, wenn man vergleicht die NATO-Mitgliedstaaten von 1990 und heute tatsächlich, wie ist es denn da gekommen? Innerhalb relativ kurzer Zeit waren es 12 neue NATO-Staaten, von denen ja eigentlich alle mindestens 1 Inch östlich von Deutschland eben befanden. 12. Genau. 12 new countries, and then they wanted still more. In 2008, there were rumors going around that Ukraine and Georgia would also become members of NATO. And Sergei Lavrov, who was then the Russian foreign minister and is still Russian foreign minister today, called our ambassador in, that is the US ambassador in, and he said, "Niet, niet means niet." Ja, sogar bei den neuen Mitgliedstaaten hinaus ging es ja sogar noch weiter. Also 2008 gab es ja Gerüchte, dass auch Ukraine und Georgien Beitrittskandidaten werden. Ein interessantes Papier von dem russischen Außenminister, der hat ein Memorandum geschrieben mit dem sprechenden Titel Niet means Niet, also Nein heißt Nein. Yeah. Now, this is not something I made up or something that somebody said. This is the cable. Now, if I've read one cable from Moscow, I've read about 5,000, okay? I know what they look like. And I've seen this cable because Bradley, now Chelsea Manning, revealed it through WikiLeaks. There is a gold mine in WikiLeaks that hasn't begun to be mined. I mean, it has begun, but there's a lot more material in there. In other words, what we have is the cable that Ambassador Burns wrote back to Washington, 1st of February 2008, okay? This is under Bush. So he said, Lavrov just called me in, and he said, if you think Ukraine and Georgia can be part of NATO, especially Ukraine, in the Bronx we would say, forget about it. Forget about it, okay? Niet means niet. And this is the title that Burns gave to his telegram, to his cable. Niet means niet. Lavrov red line on Ukraine, okay? So Burns played it straight. He said, what Lavrov said is, look, if you try this, there's going to be bedlam there, okay? There could be a civil war there, and we will have to face the difficult decision of whether we have to intervene or not. So don't do it. Niet means niet. Also das sind tatsächlich die Originalbotschaftskabel. Also wir haben es ja bei den WikiLeaks und der Fall, den Ray erwähnt, ist auch eben eins von den WikiLeaks-Cables gewesen. Cables sind eben die internen Kommunikationen der Botschaften untereinander. Und das heißt, William Burns, der amerikanische Botschafter, hat zu der Zeit eben direkt diese klare Haltung von Lavrov eben nach Washington weitergegeben, hat ja eigentlich gesagt, wenn ihr das macht, dann könnte es eine riesen Unruhe geben. Wenn die Ukraine eben in diese Verhandlungen kommt, könnte es Unruhe geben bis hin zu bürgerkriegsartigen Zuständen. Das war wohlgemerkt 2008. Die sind eben auch in diesem WikiLeaks-Fundus ein großer Schatz, den wir eigentlich gerade erst anfangen zu heben und der auch für diplomatische Beziehungen natürlich sehr, sehr interessant ist. That was the 1st of February 2008. On the 3rd of April 2008, so 2 months and 2 centimeters later, NATO had a summit in Bucharest. And what did they decide?
in their formal declaration, they said Georgia and Ukraine will become members of NATO. Now, that's how much respect we had for national interests of the of Russia, how they felt about their national security and the threat to their soft underbelly, which they've always been very sensitive about. Also, Ray äußert gerade ein großes Verständnis eben für die Reaktion Russlands oder Empathie, sagen wir mal, was einfach durch die Chronologie vielleicht erklärbar ist, wenn wir dieses Niet-Paper eben vom Februar 2008 betrachten und dann überlegen, dass wir keine 2 Monate später schon den großen NATO-Gipfel in Bukarest hatten, wo ja, 2 Zentimeter später, wie Ray eben sagte, schon genau das passiert ist. Er hat gesagt, es ist absolut verständlich, dass Russland sich da an seine weiche Seite, soft underbelly, also die empfindliche Flanke sozusagen Russlands, sich da eben vielleicht ein bisschen in die Seite gekniffen fühlte und das eben so kurze Zeit nach dieser Warnung angeschrieben. Now, in the midst of all this, a fellow named Bill Bradley, who was a senator from New Jersey, who took a special interest in developing relations between the United States and Russia, was looking at all this and very much worried about what would happen if the United States developed this kind of confrontational policy. And I have here a little film clip of Bill Bradley. It's only 6 minutes, but it explains from this very authoritative source how he felt about this chance. As I said before, it was really a mischance for lasting peace. Can we get that to play, do you suppose, Sabine? If somebody will, I think all you need, I think it's lined up, and all that somebody needs to do is push the. Is Lars not here? Okay. Well, maybe we ought to save the time anyway because I'm talking too long. What Bradley says is simply, look, there was an incredibly unfortunate missed opportunity for peace here, and he described it as a monumental flaw, a monumental missed opportunity. Ja, Ray sagt eben, dass diese, ja, vielleicht das Gefühl von einer verpassten Gelegenheit auch bis in den amerikanischen Senat gedrungen ist. Er hat gesagt, vor allem ein Senator Bill Bradley, dass er sich da ganz lautstark auch zu geäußert hätte, gesagt, ist das wirklich der Weg, den wir gehen wollen, diese konfrontative Politik eben von Seiten der US zu fahren und eben wirklich betont hat, dass hier eine Gelegenheit für Frieden verpasst wird. Mm-hmm. Now, that was the sort of Vordergrund, that was the leading up to what happened today in Ukraine. And I think here comes our expert that can show how Bill Bradley. Can we do that first one, Lars? If someone could dim the lights, I think that would be really good. Von 2008, also zwischen diesen Erklärungen, die Sie erst gegeben haben, und dann den NATO-Gipfel von Ukraine und Georgien als Kandidaten benannt wurden. Danke sehr. Weil auch viele Jüngere unter uns sind, möchte ich noch mal etwas ergänzen, worauf Ray ganz großen Wert legt. Das ist jetzt in dem Video noch mal deutlich geworden. Er sagt am Schluss, wir haben einen wichtigen Partner verloren. Und Ray hat ganz deutlich gemacht bei diesem Einigungsprozess, was für eine große Skepsis auf russischer Seite existiert hat. Ich meine, Russland hat den großen Blutzoll bezahlt während des Zweiten Weltkriegs. Der hat sich vor allen Dingen im Osten abgespielt und es sind 25 Millionen Menschen dort zu Tode gekommen. Sich auf den Deal mit einem vereinigten Deutschland einzulassen, war keine leichte Übung. Deswegen war dieses Versprechen auch so zentral und deswegen behandeln wir das jetzt hier auch so ausführlich, damit man ein bisschen versuchen kann, nachzuspüren und sich auf diese andere Perspektive einzulassen. Was
was hier in unserem Mediendiskurs ja oft nicht möglich ist, zu sehen, warum das auch so eine Verletzung und ja auch eine Befürchtung sein muss, dass quasi dieses Versprechen eben tatsächlich gebrochen wurde. Ich wollte das jetzt auch nochmal dem etwas Raum geben und jetzt gebe ich vielleicht wieder das Mikro. I was going to show another 5-minute clip of me getting beaten up by Hillary Clinton's friends during a speech which she made, and I stood up and turned my back to her. Has anybody seen that clip? No. Well, maybe later when we're finished the Q&A. But I have to tell you that the Transportation Security Administration in our country has taken an inordinate interest in my gepäck, in my koffers, in my suitcases. And so I have no clothes. I've been without clothes for a week. I lost my bag between Iceland or Glasgow or London. So I've been wearing borrowed shirts, and this borrowed shirt from Annie's husband actually has French cuffs. And when we were talking about the cuffs, I couldn't remember the word for what binds them together. All I could remember was handcuffs. Handcuffs. Well, that's not handcuffs. It's and of course it's what is it? Oh, it's cufflinks. Yeah, cufflinks. So this just by way of saying that you know, I'd like to invoke the Noah principle now. Okay. Anybody know about Noah from the Bible? Right, okay. Well, the Noah principle is this. No more awards for predicting rain. Rewards only for building arks. Please. Wer hat kurz berichtet, dass sich einiges Interesse der amerikanischen Transport- und what's the name? The TA Transportation Security Agency. It's a TSA, right? Mm-hmm. Oh yeah. So information awareness. Also dass sich freut sich offenbar großen Interesse der amerikanischen Behörde, die jetzt diese Grenzsicherungsmaßnahmen da durchführt. Und im Rahmen dessen ist sein Gepäck irgendwie hängen geblieben. Trägt also, seit er in Europa unterwegs ist, Kleidung von befreundeten Leuten mit französischen, in diesem Fall jetzt mal französischen Manschetten. Koffen. Sorry, and you just quoted the Bible, but I just got half of it. Hat ein Zitat aus der Bibel dazu noch kurz gebracht, was so ungefähr, jetzt ist diese Geschichte der Noah, oder was ist das? Noah. Dass man wird nicht mehr dafür belohnt, über den Regen zu reden, sondern nur noch dafür die Arche zu reden. Ja, genau. Okay, so that's, I'm told that it's more about talking is about doing. Yeah, okay, so I'm sorry it's so late in getting through this, but I understand there are 1 or 2 activists here, or maybe 3 or 4, or anybody who's an activist, raise their hand. All right, okay. Now my friend Alice Walker, the poet, who was on the U.S. boat to Gaza with me back 3 years ago, she says that activism is her rent, the rent she pays for living on this planet. Er hat kurz gefragt, wer hier im Rahmen Aktivist ist, oder sich als Aktivistin versteht, und hat kurz seine Bekannte, deren Namen ich mir nicht gemerkt habe, Alex Walker zitiert, gesagt hat, das ist ihre Miete, die sie auf dem Talent bezahlt, Aktivistin zu sein. Also das ist der Preis. I think we all agree that that's what the present times call for, and what I've experienced in America at least is that almost no one wants to embark on any real activism unless they're sure that they'll be successful, unless they're sure that no one will laugh at them. And that's the wrong attitude, in my opinion. In Amerika ist die Mentalität leider die, dass keiner sich in Aktivismus stürzen will, wenn er nicht die Gewissheit hat, dass er siegt. Wenn er sozusagen die Gefahr eingeht, dass das Ganze nicht funktioniert. Und das ist sicherlich die falsche Einstellung. Mm-hmm. Yeah.
when I stood up and turned my back to the Secretary of State, it wasn't about achieving any particular result. It was just to make sure that she would realize that not everyone in that auditorium thought that the grief that she had been causing around the world escaped my attention or escaped the attention of many other of my colleagues. Als Ray sich gegen die Secretary of State, also gegen die Außenministerin gewandt hat, hat das gemacht, auch um zu demonstrieren, dass es seiner Aufmerksamkeit und der vieler anderer nicht entgangen ist, dass die Gier, die da reingetreten ist in diese amerikanischen außenpolitischen Interessen, dass die eben nicht unbeobachtet oder nicht unbemerkt geblieben sind. So I have certain prophets that I look up to. One is named Daniel Reagan. Some of you know of him. He was a Jesuit priest and a very, very strong protester against the unjust Vietnam War. Let me just very, very briefly say that he taught me a lot in his memoirs. He's still alive, he's 91. What he said was this: after that incredible demonstration where they made homemade napalm, they stole draft cards out of a local draft card place, set fire to the napalm, were arrested immediately, he and his brother Phil, who was also a priest, and put in the only federal building in Catonsville, Maryland, which was the post office. And they're sitting there, and Dan is asking himself, was what I just did any good? Was what I just did stupid, like everybody will say, or was what I just did good in some way? Hat, Ray sagt, hat viel gelernt von einem amerikanischen Aktivisten, der sich stark gegen den Vietnamkrieg engagiert hat, namens David Reagan. Is that correct? Reagan, sorry. Reagan hat sich mit seinem Bruder, der ebenfalls Priester war, wenn ich es richtig verstanden habe. They both priests? Both priests? Both priests. Die haben sich die Zutaten von Napalm besorgt und Behördengebäude mit Napalm in Amerika versorgt, wollte ich jetzt sagen, ausgestattet. Und während sie darauf gewartet haben, was jetzt passiert, haben sich halt auch die Frage gestellt, ist das jetzt völlig irre? Ist das völlig Falsche, was wir tun? Ist das völlig Richtige? Aber es war offenbar, man konnte auch, es bestand auch nicht die Option, nichts zu tun, offenbar. Yeah, he simply said that he came upon an insight, and it's simply this, that the good is worth doing because it's good. Results are not unimportant, but they're not central. Who knows what his witness, or what your witness, or my witness, what seeds that will sow. There won't be immediate success, but there will be witness in a prophetic way. Let's just say it that way. Der hat später gesagt, dass es kommt schon darauf an, Gutes zu tun. Resultate sind nicht unwichtig, aber sie sollten auch nicht das zentrale Element sein, wenn man eine Entscheidung fällt. Und dass es eher darum geht, Gutes zu tun, dass das auch wahrgenommen wird, dass andere das als Zeugen sozusagen wahrnehmen, dass eben das Element des guten Handelns wirkt. I'd like to close with a German poem, but I have not seen it in German. It's in English. Perhaps you know it in German. It's Peter Gahn, way back, let's see, 1935, during the Third Reich. I think the poem summons us in a thoughtful way for Denkpause, for us to think about where we are now and what we may be called to do. Er möchte mit einem Gedicht von einem wahrscheinlich
eigentlich deutschen Poeten namens Peter Gann seinen Beitrag hier beschließen, der 1935 während des Dritten Reichs etwas geschrieben hat über was wir in diesen wichtigen Zeiten tun. This is the poem, Great, these are great times. What are you doing in these great times? I say great, for the times seem great to me. Each man driven half to death by the era's hate, and standing in the places he's given, must willy-nilly contemplate no less a thing than his own being. A little breath, a second's wait may well suffice. You catch my meaning? Voilà. Und das mir als Dilettantenübersetzer. Also, das Gedicht geht ungefähr so. This is really hardcore. Das ist großartig, großartig, sage ich. Zu den Zeiten, die nicht großartig zu mir sind. Wo die Leute halb zu Tode getrieben werden vom Hass des Zeitalters und trotzdem an dem Platz bleiben, in dem sie eben sind. Willy-nilly contemplate, so help me out with this one. Das einigermaßen überdenken. Ja. Einigermaßen überdenken. Okay, so man muss das einigermaßen überdenken, sein eigenes Dasein. Ein bisschen atmen, ein bisschen warten. Es genügt. Es kann genügen. Es kann genügen. Ja. Du sprichst doch Deutsch. You're burning the translators by Du verstehst, was ich dir sage. Vielen Dank. Das war großartig und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Allow me to raise a first question, because I'm just reading a book about Vernon Walters, the guy who was sent as the US Special Ambassador actually right before the wall came down already by George Bush Sr. And so wasn't there a bit of a planning of the United States involved in burning down the GDR as well? Also ich werde jetzt diese Frage hier archivieren, damit ich die Moderation wieder an mich reiße. Ich möchte mich erstmal ganz herzlich bei Ray bedanken für die detaillierten Schilderungen eines Zeitzeugen, der wirklich an erster Stelle dabei war. Und vielleicht hat das für uns alle das etwas greifbarer und plastischer gemacht, was damals passiert ist. Und welche Auswirkungen, welche Bedeutung das auch heute hat, gerade bei dem, was wir jetzt sehen in der Ukraine. Und ja, in der, ich nenne es jetzt mal Russophobie, die sich hier abzeichnet.